Ich freue mich riesig und fühle mich sehr geehrt, dass Erit Ludwig mich angesprochen hat und gefragt hat, Nicola, wollen wir mal was zusammen machen? Und darüber freue ich mich natürlich riesig und das machen wir natürlich sehr gerne. Erik Ludwig ist unter anderem der Gründer von Die Trade-Helden Akademie, Autor verschiedenster Bücher und der Entwickler des Indikators, ich lese es vorsichtshalber ab, COT Grandmaster Suite. Und in Kürze kommt sein neues Buch raus, was ihr hier auch auf dem Bildschirm seht, Commitments of Traders meistern. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen und ab circa Mitte Dezember wird es dann ausgeliefert werden. Aber ich will euch jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen. Er hat viele spannende Sachen heute im Gepäck und übergebe sehr gern jetzt das Wort an Erik. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Danke dir, Nicola. Guten Tag. Guten Tag an alle. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, zum ersten Mal auf deinem Kanal erscheinen zu dürfen. Und genau, du hast es angesprochen. Ich habe ein neues Buch veröffentlicht. Dieses Buch wird spätestens am 15. Dezember verfügbar sein. Ich nehme an, du wirst auch einen Link in der Videobeschreibung dazu posten, ne? Definitiv. Äh, genau, und worum geht es? Es geht um Commitments of Traders. Das ist ein sehr, sehr spezifisches, spezielles Thema, nicht von vielen Tradern bekannt. Es ist so ein bisschen eine Nische, aber auch ein sehr, sehr spannendes Thema, das dazu führt, dass man im Trading von Rohstoffen, von Währungen, aber auch von Aktienindizes einen statistischen Vorteil bekommen kann. Vor allem, wenn man diese Commitments of Traders Daten mit anderen Parametern verknüpft, wie zum Beispiel Saisonalität oder Charttechnik. Ja, und darum geht es in diesem Buch. Und ich erkläre auch gleich, worum es geht bei diesen Commitments of Traders. Diese COT-Daten auszuwerten, idealerweise anhand von Indikatoren. Und dazu kommen wir auch noch gleich. Und mit Saisonalitätsmustern und charttechnischen Elementen zu kombinieren, um belastbare Trading-Setups dann zu bekommen. Super. Das klingt Ja, klasse. genau, das erstmal als Einführung. Und ja, also bevor ich auf den Indikator gehe, den ich hier gleich auf meinem Chart eingeblendet habe, vielleicht die Frage, was sind überhaupt Commitments of Traders? Ja, also diese Daten kann man so erklären, am besten anhand eines Beispiels. Es gibt in der Welt ganz viele Unternehmen und Produzenten von Rohstoffen, die sich gegen fallende oder steigende Rohstoffpreise absichern müssen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Du betrachtest ein Goldminenunternehmen und das Goldminenunternehmen wird dafür sorgen, dass wenn der Goldpreis fällt, sie abgesichert sind. Und wie machen sie das? Sie kaufen zum Beispiel Futures, also Futures-Kontrakte auf den Goldpreis, um sich gegen fallende Goldpreise abzusichern. Oder zum Beispiel, du hast ein Süßgetränkproduzent, ja, ich will jetzt keine Marke nennen, aber es gibt viele Hersteller, die das machen, auch in den USA. Die haben ein Problem, wenn zum Beispiel die Zuckerpreise steigen. Was machen sie, um sich gegen steigende Zuckerpreise zu hedgen oder zu schützen? Na, sie kaufen Futures auf den Zucker, um von den Preissteigerungen zu profitieren und dann ihre Produktionskosten quasi also auszugleichen. Ne? Das ist grundsätzlich die Idee. Und das Tolle an dieser ganzen Geschichte ist, dass diese Transaktionen äh, protokolliert werden müssen, gemeldet werden müssen. Und dazu gibt es in den USA eine Behörde, das ist die sogenannte CFTC, Mhm. die diese Daten einmal pro Woche sammelt und einmal pro Woche auf der Webseite der Behörde kostenlos veröffentlicht. Ja? Und Mhm. das ist eine Goldmine an Information, weil wir dann tatsächlich pro Rohstoff oder auch pro Währung, es gibt dasselbe für Währung, gucken können, wie sind diese großen Unternehmen momentan positioniert? Sind sie eher auf der Long-Seite oder eher auf der Short-Seite positioniert? Und oft ist es so, wenn man feststellt, dass zu einem gewissen Rohstoff oder zu einem Devisen oder zu einem Aktienmarkt diese institutionellen Anleger sehr, sehr stark auf der Long-Seite positioniert sind, dass eine Trendwende eingeleitet wird, dass zum Beispiel dann ein bullischer Markt dann entsteht. Andersrum, wenn man feststellt, dass in der Summe, in der Gesamtheit diese großen institutionellen Anleger quasi auf der Short-Seite sind, kann man davon ausgehen, dass vielleicht in den kommenden Wochen oder Monaten die Preise wieder fallen. Ja? Mhm. Und das ist ein bisschen so wie Insider-Wissen Sehr grundsätzlich. praktisch. Okay?
Genau, und also wie gesagt, man kann auf dieser Seite der CFTC diese Daten abrufen, einmal pro Woche, wobei seit ungefähr 6 Wochen aufgrund des Shutdowns in den USA gibt es keine Aktualisierung mehr. Das heißt, die Daten werden nachträglich aktualisiert, das passiert ab und zu. Aber ansonsten ist es wie ein Regelwerk, jede Woche am Freitagabend werden diese Daten veröffentlicht und man kann durchaus auf einigen Plattformen und Internetseiten diese COT-Daten visualisieren anhand von Kurven und von Indizes und so weiter. Aber es ist in der Regel ziemlich begrenzt auf zwei Indikatoren. Also man sieht diese Nettoposition von diesen Anlegern und man sieht so eine Art Index. Und dieser Index setzt diese aktuelle Position ins Verhältnis zu den letzten 6 Monaten zum Beispiel. Ja, und das zeige ich auch hier gleich. Die Idee hinter dem Buch und hinter dem Indikator, den ich hier vorstellen möchte, ist grundsätzlich deutlich fortgeschrittenere Analysen vorzuschlagen. Also wie gesagt mit Saisonalität, mit Charttechnik, aber auch mit anderen Elementen, die auf diesen COT-Daten beruhen. Ja. Und dazu würde ich jetzt ganz gerne eingehen anhand eines Beispiels. Den Chart, den wir hier sehen, ist ein Chart der Gold Futures. Ja, ich hätte auch einen anderen Rohstoff nehmen können, aber momentan ist Gold sehr, sehr beliebt und bekannt. Und deswegen dachte ich, okay, nutzen wir mal einen Rohstoff, der bei allen so gut ankommt. Es ist ein Wochenchart über einen Zeitraum von ein bisschen mehr als 4 Jahre, aber ich werde sowieso ein bisschen hin und her scrollen. Und ich nehme jetzt das Bild von meinem Buch weg. Also erstmal diese vertikalen Linien ausblenden, so tun, als würde sie nicht existieren. Und was ich hier darunter sehe, ist ein Verlauf von einer roten und einer blauen Kurve. Die blaue Kurve ist diese Nettoposition von diesen institutionellen Anlegern. Die nennt man übrigens auch Commercials oder Hedgers. Also es gibt verschiedene Begriffe dazu. Und je höher diese blaue Kurve, desto mehr sind diese Anleger auf der Long-Seite positioniert oder ich sage mal so wenig Short positioniert. Mhm. Je tiefer diese blaue Kurve, desto mehr sind sie auf der Short-Seite positioniert. Okay? Mhm. Und diese rote Linie, das ist eine andere Kategorie an Anlegern. Das sind jetzt nicht diese institutionellen Anleger, das sind die Fondsmanager. Mhm. Also typischerweise trendfolgende Fonds, die einfach auf steigende oder fallende Preise spekulieren. Und man sieht sehr schön, wie diese zwei Kurven asymmetrisch laufen. Ja, Mhm. also wenn diese institutionellen Anleger sehr, sehr stark auf der Long-Seite positioniert sind, sind die Fondsmanager eher auf der Short-Seite positioniert. Wobei das ist ein bisschen relativ, hier ist die Nulllinie, aber ich glaube, man versteht das Prinzip. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses Bild betrachte, dann heißt es, dass die Fondsmanager sehr, sehr stark auf der Long-Seite des Goldpreises positioniert sind, während diese institutionellen Anleger, die Goldminen zum Beispiel, also die Insider, die Ahnung haben von dem Rohstoff, sind verhältnismäßig eher auf der Short-Seite positioniert. Und was beobachtet man dann beim Goldpreis? Ganz interessanterweise, zu diesem Zeitpunkt hier, als diese Schere sehr, sehr weit auseinander ging, ging der Goldpreis bergab. Dir hat das Video weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, damit unser Kanal schnell groß und stark wird, indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, schöne Kommentare dalässt und den Thanks-Button ausprobierst. Herzlichen Dank. Ja, Mhm. also genau das, was ich erwähnt habe. Ja. Und dieses Verhältnis gilt es zu analysieren. Und wie gesagt, diesen Verlauf sieht man auch auf andere Plattformen, kann man überall so finden. Was man auch findet, ist der COT-Index. Also der COT-Index setzt jetzt diese Positionierung ins Verhältnis zu den letzten 6 Monaten. Und dieser Index ist quasi normiert zwischen 0 und 100%. Wenn ich bei 100% bin, dann heißt es, zum aktuellen Zeitpunkt sind diese institutionellen Anleger, diese Hedgers, so stark auf der Long-Seite positioniert wie noch nie in den letzten 6 Monaten. Okay, also hier wird einfach eine Extrempositionierung festgestellt. Andersrum, wenn dieser Index quasi bei Null notiert oder sehr niedrig notiert, dann sind sie eher verhältnismäßig short positioniert. Und da gibt es hier diese zwei Linien hier bei 80% und 20%. Das sind typischerweise die Extremzonen, die man standardmäßig definiert. Und da kann man jetzt die vertikalen Linien tatsächlich in Betracht ziehen. Man sieht, dass wenn diese institutionellen Anleger sehr, sehr stark auf der Long-Seite positioniert waren und dann anfangen, diese Position abzubauen, dann entsteht oft, ich sage oft, nicht immer, es gibt keine Garantie, dass es immer so ist, aber eine bullische Trendwende. Und das war zum Beispiel hier im Oktober 2023 der Fall. Also jemand, der damals auf den COT-Index geachtet hat, der konnte quasi zum perfekten Zeitpunkt in Gold investieren und seitdem wirklich massiv profitiert haben. Ne? Mhm. Ein anderer Einstiegszeitpunkt war zum Beispiel im Oktober 2022, also genau ein Jahr davor. Auch da sieht man
als diese Konstellation sich wieder ereignet hatte, dass der Goldpreis dann über mehrere Wochen oder Monate hinweg eine bullische Aufwärtsbewegung verzeichnet hat. Ich habe noch eine andere grüne Linie hier, auch da sehr interessant. Oktober 2018 hatten wir auch da eine Extrempositionierung der Commercials über mehrere Monate hinweg. Und deswegen, man muss ein bisschen Geduld haben und warten, bevor man ansteigt. Aber als sie dann diese Extrempositionierung verlassen haben im Oktober 2018, dann ging es auch da mit dem Goldpreis aufwärts. Also ich betone auch, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss, weil die COT-Daten sind nicht alles. Ich erkläre es in meinem Buch. Man braucht eine charttechnische Bestätigung. Idealerweise passt auch das saisonale Muster dazu. Das ist auch ganz wichtig. Also das reicht nicht. Das ist nur erstmal ein Element in der Gesamtanalyse. Und andersrum gibt es auch Zeitpunkte, wo diese Insider, die Leute, die Ahnung haben von dem Rohstoff, eher short positioniert sind. Das sieht man zum Beispiel genau hier bei dieser roten Linie. Da waren sie sehr, sehr niedrig positioniert und tatsächlich gab es dann eine Abwärtsbewegung im Goldpreis. Das war im November bis Januar oder sogar März 2021. Ein anderes Beispiel war im August 2016. Auch da über mehrere Monate hinweg auf der Short-Seite, dann verlassen sie diese Extrempositionierung und der Goldpreis fällt. Ja, also es ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Und das beste Beispiel, glaube ich, war im Oktober 2012. Und das war eine sehr, sehr massive Abwärtsbewegung des Goldes. Und da konnte man auch diese Abwärtsbewegung antizipieren. Die Commercials, diese Hedgers, waren zwischen August, September und Oktober massiv auf der Short-Seite positioniert. Sie verlassen dann diesen Bereich und der Goldpreis fällt. Und zwar, ich keine Ahnung wie viel, aber ziemlich stark über mehrere Monate hinweg. Ja, und das Ja. ist die Grundidee dahinter. So, ich habe es erwähnt, dieses COT-Index, diese Positionierung findet man auch kostenlos anderswo. Aber bei diesem Indikator ist es so, dass ich 12 Darstellungsmodalitäten festgelegt habe. Da gibt es ganz viele andere Indikatoren. COT-Index über verschiedene Zeiträume, Concentration Ratio, Concentration Index, Open Interest, COT-Velocity, das ist die Geschwindigkeit der Veränderung der Positionierung bei diesen Hedgers. Sehr, sehr spannend auch. Ich kann es mal kurz aufrufen. Ich habe auch die Saisonalität, ja, das habe ich hier oben eingeblendet. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, bei einem Rohstoff die Saisonalitätsmuster zu analysieren über verschiedene Zeiträume, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, kann man natürlich auch größer machen, um zu gucken, ob ich da eventuell einen kleinen Vorteil habe. Ich habe so aggregierte Indizes und so weiter und so fort. Also das würde den ganzen Rahmen des Videos sprengen, wenn ich da auf die einzelnen Elemente gehen würde. Aber dieser Indikator ist wirklich, ich sage mal so, ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, wenn man tatsächlich COT-Daten handeln möchte und ich sage mal so, sein Trading ein bisschen diversifizieren möchte, indem man nicht nur Aktien handelt, sondern auch Rohstoffe, Währungen oder was auch immer. Ja. Das ist sehr, sehr umfangreich. Ich sehe schon gerade. Und du gehst ja in dem Buch, das sagtest du ja schon, noch mal ganz intensiv darauf ein, wie man das richtig liest. Und was ich am Anfang auch vergessen habe zu sagen, für diesen Indikator haben wir natürlich auch einen schönen Preis rausgehandelt oder miteinander verhandelt. Und wir werden das natürlich auch unten in die Videobeschreibung mit reinpacken, wenn ihr über diesen Link dann den Indikator über von Erik bestellen wollt, dann bekommt ihr einen schönen Rabatt. Kannst du einmal zeigen, wie das dann aussieht auf der Seite? Erik, hast du das zufällig vorliegen, wenn Sie den Indikator bestellen wollen? Also es gibt erstmal in TradingView gibt es auch eine Beschreibung, die du auch gerne posten kannst. Ich hoffe, ich kann sie jetzt aufrufen. Ja, Also da wird hier nochmal alles, ja genau, also hier wird nochmal alles erklärt. Ja, also wow. den Link kann man auch dann entsprechend erwähnen. Wie Ja, gesagt, 12 verschiedene Display-Modi und so weiter und so fort. Und es gibt dann einen Link auch zum Bestellformular mit allen Details. Ich kann es auch hier öffnen. Man landet dann auf Digistore 24. Und hier wird auch nochmal alles erklärt. Da ist noch eine Videoanleitung, die TradingView-Beschreibung etc. Und da mhm. gibt es dann entsprechend die ganzen Elemente, die man dann bekommt. Ja. Wunderbar. Vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, der Indikator ist zwar mit dem Buch irgendwie verknüpft, aber die zwei Elemente können auch komplett getrennt voneinander gekauft werden. Ne? Also man Ja, kann auch das Buch lesen, ohne dass man diesen Indikator nutzt. Man kann auch selbst seine eigene Analyse machen, sein eigenes Konstrukt, seine eigene Programmierung. Oder andersrum, man kann auch den Indikator nutzen, ohne das Buch gelesen zu haben. Ne? Also ja, Der Indikator ist ja schon seit ein paar Monaten öffentlich. Es gibt da schon viele, die dazu zugeschlagen haben, ohne dass das Buch überhaupt existiert hat. Also das ja, geht auch. ja.
Ja, aber eine gute Ergänzung, sage ich mal, wenn man Genau. beides dann tatsächlich nutzt. Und vor allen Dingen gerade jetzt kurz vor Weihnachten eine tolle Geschenkidee für Leute, die da direkt Interesse dran haben, die sich weiterbilden wollen, weiter informieren wollen, tiefer in das Thema eintauchen wollen. Ja, sehr spannend. Das ist auf jeden Fall auch etwas für mich, definitiv. Ja, gibt's dazu noch irgendetwas, was du noch hinzufügen möchtest, lieber Erik, in diesem Moment? Oder Ja, also ich würde das vielleicht noch kurz erwähnen, weil wie gesagt, das Thema COT ist jetzt nicht so verbreitet, aber es ist wirklich etwas, was beim Börsenhandel einen statistischen Vorteil ermöglicht. Ja, es ja, gibt viele Elemente, die dazu führen, dass man besser handeln kann, zum Beispiel die Qualität des Unternehmens, wenn man eine Aktie handelt, oder die Charttechnik zum Beispiel bringt manchmal auch mit Trend- und Momentumanalyse einen statistischen Vorteil. Oder die Saisonalität, wie ich es bereits erwähnt habe, kann eine Rolle spielen. Aber COT-Daten sind auch extrem, extrem wichtig, um zu wissen, was unter der Oberfläche sich abspielt. Ja, ja, und wie gesagt, nicht nur bei Rohstoffen, ich habe gerade Gold erwähnt, aber man kann genau das auf den S&P 500 Index zum Beispiel anwenden. Da sieht man auch, was diese Commercials und diese Anleger dann machen. Und daraus kann man auch gewisse also Ideen ableiten und definitiv sein Trading optimieren. ja, großartig. Ja, ich freue mich. Wir werden uns ja auch auf jeden Fall bezüglich deiner Akademie hoffentlich in Kürze noch mal wieder hier treffen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, guckt euch das an. Es ist wirklich ein super, super wichtiges, spannendes Thema und wie gesagt auch eine tolle Geschenkidee. Dann sage ich erstmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Erik, dass du dir heute die Danke. Zeit genommen hast, uns das mal vorzustellen. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in Kürze dann auch im nächsten Video wieder, wenn der Erik wieder für uns da ist. Ich wünsche euch einen ganz, ganz, Danke. ganz tollen Tag. Dir nochmal vielen Dank, Erik. Passt Danke auf auch. euch und eure Trades auf und wir sehen uns in Kürze wieder. Ciao. Tschüss.